mein Name ist Maria. Ich werde euch heute zeigen, wie ich mich jeden Tag schminke, um frisch und gesund auszusehen, wenn ich aus dem Haus gehe. Ich fange an mit meiner Skincare-Routine. Ich reinige mein Gesicht, trage einen Moisturizer auf, damit das Make-up richtig schön darauf liegt und keine trockenen Stellen zu sehen sind. Und zurzeit mein Lieblingsprodukt ist das Super Serum Skin Tint von Ilia ST11 Matira. Das hat auch ein SPF 40. Ich schüttel erstmal sehr gut. Und dann tropfe ich ein paar Tropfen in meine Hand. Die trage ich einfach überall auf. Massiere sie ein mit meinen Händen. Ich benutze sehr gerne meine Finger, da wo ich kann. Es ist nicht, um etwas abzudecken, sondern einfach nur die Haut gleichmäßiger aussehen zu lassen. Und ich mag es sehr, wenn man die Haut noch sehen kann und der Look einfach frisch und ungeschminkt aussieht. Ich möchte nicht tagsüber in der Sonne total zugekleistert aussehen und unnatürlich. Das sieht für mich nicht schön aus. Als nächstes benutze ich einen Concealer in einen orange-peachigen Ton. Und dafür benutze ich die Nummer 3 von Absolution. Das ist mein absoluter Lieblingsconcealer, da der sehr natürlich aussieht. Ich habe sehr dunkle Augenringe von Natur aus. Ich gehe auch gerne aus und mache Party bis früh am Morgen, wenn das geht, gerade. Deshalb ist ein guter Concealer sehr, sehr wichtig. Was ich mache, ich nehme so ein bisschen und gehe dorthin, wo meine Augenringe bläulich sind. Und man sieht schon, das sieht viel, viel frischer aus. Was ich dann mache, ist, ich nehme einen ziemlich kleinen Pinsel und trage etwas Translucent Powder, auch von Absolution, um den Concealer unter den Augen zu versiegeln und zu setteln, damit der sich nicht bewegt und auch nicht in den Fältchen absetzt. Und dafür gehe ich einfach nur dorthin, wo ich das brauche. Unter den Augen, in die Falte, dann gerne noch ein bisschen dort, wo die Haut dazu neigt, etwas fettiger zu werden tagsüber oder wo die Schminke verläuft. Für mich ist das hier. Das lässt auch schön die Poren kleiner aussehen. Hier ein bisschen hier. Und dann würde ich eventuell auch mal dabei bleiben. Oder aber wenn ich Unreinheiten habe oder wenn ich einen etwas ebenmäßigeren Look haben will, wenn die Haut noch schöner aussehen soll, dann nehme ich ganz gerne das Mineral Powder von Hero. Mein bester Match bisher ist Cream Dream. Nehme ich ein klein wenig im Deckel. Ich benutze dafür den Flat Top Brush von Hero und zwar ist das die Nummer 1. Und ich fange an, indem ich dort, wo ich zum Beispiel etwas zum Abdecken habe, auftupfe, am Kinn normalerweise, um die Nase herum und eigentlich auch nicht überall. Und dann mache ich ganz, ganz sanfte kreisende Bewegungen überall am Gesicht und verteile das schön ebenmäßig. Was ich dann mache, ist, ich trage gerne ein bisschen was auf die Wangen und auf die Lippen. Heute werde ich Very Popular von Tata Harper benutzen. Das ist ein Lip and Cheek Tint, aber ich benutze meinen Lippenstift immer auch auf die Wangen, um sicher zu gehen, dass Lippenfarbe und Wangenfarbe miteinander passen. Und dafür nehme ich wirklich nur ein bisschen auf meinen Finger, lächle und dort, wo die Wangen nach oben kommen, dort trage ich das auf. Dann trage ich das ganz gerne auch ein bisschen am Kinn und in der Mitte auf der Nase.
da wo die Sonne das Gesicht treffen würde, damit das Ganze frisch und natürlich aussieht. Der nächste Schritt, das Wichtigste, ist, ich kämme meine Augenbrauen. Was ich dann mache ist, ich mag gerne buschige Augenbrauen. Ich nehme das Essential Brow Gel von Ilia in der Farbe Dark Brown. Und dann kämme ich die Augenbrauen nach oben. Hier vorne kämme ich sie sogar gerne so ein bisschen ins Gesicht rein, damit die so richtig buschig und voluminös aussehen. Dann kämme ich sie hoch und zum Schluss ganz ordentlich nach hinten. Was ich dann mache, ist, ich trage der Hyaluronic Lip Balm von Kosas in der Farbe Pulse. Den trage ich einfach auf. Das ist eine sehr dezente Farbe, aber ich finde, dadurch sehen die Lippen etwas voluminöser und schöner aus. Der allerletzte Schritt für tagsüber ist ein bisschen Bronzer. Ich benutze gerne den Hero Bronzer in der Farbe Glam with a Tan. Für die Wangen würde ich den Pinsel ein bisschen eindrücken und direkt unter oder auf meinen Wangenknochen vom Ohr so einen kleinen Strich machen. Und dann nehme ich den Pinsel ganz normal und werde das Ganze nochmal schön verreiben. Und dann nehme ich noch ein bisschen mehr und gehe unter mein Kinn entlang meines Kiefers, um noch ein bisschen Definition zu kreieren. Gerne auch auf meine Stirn, hier oben. Ich sehe sehr gerne sonnengeküsst aus. Ich benutze seit Jahren das After Midnight Mascara von Ilia. Das ist mein absoluter Favoriter Mascara. Ich finde, sie macht meine Augen sehr offen und ja auch natürlich. Das ist mein Look für jeden Tag. So fühle ich mich wohl, wenn ich aus dem Haus gehe. Und sehe frisch und gesund aus. Damit kann man ganz einfach eine rote Lippe dazufügen und ist dann auch schon bereit für den Abend oder für eine Party oder einfach, wenn man sich nach ein bisschen mehr Drama sehnt. Dann greife ich gerne zum Lippenstift von Kjaer in der Farbe Sucre. Das ist so ein blutiges, rostiges Rot. Genau, und was ich ganz gerne mache, ist, ich nehme meinen Finger und ich tupfe über meine Lippen, um das Ganze so richtig geschmeidig und sanft zu machen, dass da nicht so viel Produkt drauf ist, dass die Ränder so ein bisschen verwischt sind und einfach natürlicher aussehen. Und dann nehme ich diesen Finger und mache 2 Punkte auf meine Wangen, die ich dann mit einem anderen Finger eintupfe und verwische, so dass ich sicher gehen kann, dass meine Wangenfarbe mit meiner Lippenfarbe perfekt übereinstimmt. Und um das Ganze abzuschließen, ich schimmer sehr gerne, also ich sehe gerne glowy aus. Also nehme ich den Cream Eyeshadow von RMS in der Farbe Luna und tupfe den direkt unter meine Augenbraue. Manchmal nehme ich noch ein bisschen und tupfe das hier auf das Innere der Auge auf. Gerne auch hier. Tatsächlich kann man den auch als Highlighter benutzen.